Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es etwas Leckeres, eine vegetarische Kohlsuppe, vollgepackt mit frischem Gemüse. Die Suppe ist richtig bunt, aromatisch, leicht und sättigend und sehr einfach zu machen. Perfekt für die kalte Jahreszeit oder wenn ihr Lust auf etwas Warmes und Herzhaftes habt. Ein Spritzer Zitrone und die frische Petersilie runden das Ganze dann richtig schön ab. Für die leckere Suppe brauchen wir folgende Zutaten. Wir haben eine wunderbare, bunte Kombination an Zutaten. Wir brauchen Spitzkohl oder Weißkohl. Ihr nehmt das, was ihr mögt an Kohlarten. Paprika, Zucchini, Zwiebel. Die Zwiebel habe ich schon geschnitten, weil nachher weine ich vor der Kamera. Wir brauchen noch Zitrone für den Zitronensaft. Erbsen, das sind die tiefgefrorenen Erbsen. Salz, Tomatenmark, Pfeffer, Knoblauch, Kartoffeln, Karotten, frische Petersilie, Öl zum Anbraten und optional, wer möchte, kann auch eine halbe Chilischote dazu geben. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und wir legen jetzt los. Wir werden erstmal uns um das Gemüse kümmern. Das Gemüse wird gewaschen, geschält und klein geschnitten. Den Spitzkohl werde ich in feine Streifen schneiden. Erstmal halbieren, so ist einfacher dann die Streifen zu schneiden. Der geschnittene Kohl kommt in eine Schüssel rein. Die Karotte wird jetzt geschält und in Scheiben geschnitten. Ich finde, optisch sieht es viel schöner aus, wenn die Karotte so geschnitten wird. Die Kartoffeln, die Zucchini und die Paprika werden in kleine Würfel geschnitten. Die geschnittenen Zucchini kommen in der gleichen Schüssel mit den Kartoffeln und der Karotte. Das gleiche machen wir auch mit der Paprika, weil alle diese Zutaten werden zusammen angebraten. Jetzt nur noch die halbe Chilischote und den Knoblauch fein hacken. Und jetzt die Augen nicht reiben und auch nicht das Gesicht. Es kann unangenehm werden. Die gehackte Chili und die gehackten Knoblauchzehe kommen zu der Zwiebel in der gleichen Schüssel rein, weil die zusammen angebraten werden. Die Schnittarbeit ist jetzt abgeschlossen und wir machen am Herd weiter. In einem großen Topf erhitze ich erstmal das Sonnenblumenöl. Zuerst Zwiebel, Knoblauch und Chilischote hineingeben und gleich anbraten. Das duftet schon richtig lecker. Dann das Tomatenmark zufügen und mitrösten. Es sorgt nicht nur für schöne Farbe, sondern auch für richtig intensives Aroma. Dann kommen die Kartoffeln, die Paprika, Zucchini und die Karotte dazu. Und dann kommt schon der fein geschnittene Spitzkohl dazu. Auf den ersten Blick sieht richtig viel aus, aber beim Kochen fällt der Kohl zusammen und macht die Suppe richtig
lecker und leicht. Wie ihr seht, es ist schon viel weniger Kohl jetzt. Ich würze das Ganze mit Pfeffer und Salz, aber nur wenig würzen, weil die Brühe auch gewürzt ist. Am besten nachher abschmecken und wenn da noch was fehlt, dann noch zugeben. Dann gieße ich das alles mit Gemüsebrühe auf, gebe das Lorbeerblatt dazu, Deckel drauf und dann darf die Suppe bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten ganz gemütlich vor sich hin köcheln. Ich teste es mal, ob das Gemüse schon weich ist. Ja, weil ich nämlich jetzt die Erbsen zufüge. Die grünen Erbsen brauchen nicht lange, brauchen etwa 5 bis 10 Minuten kochen. So bleiben die grün, knackig und dann geben die Suppe eine süße Note. Und ich nutze diese Zeit, während die Erbsen am Kochen sind, um die Petersilie zu hacken. Zum Schluss wird abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft von einer halben Zitrone. Dann gebe ich noch die frische Petersilie dazu und fertig ist unsere leckere vegetarische Kohlsuppe. Et voilà, da ist sie, die leckere vegetarische Kohlsuppe, richtig bunt, aromatisch, lecker, einfach sensationell. Wer möchte, kann die Hälfte der Suppe pürieren. Das ergibt auch die andere Variante, die cremige Variante. Ich freue mich gleich, den Teller anzurichten und die Suppe genießen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, auch über eure Abos, so verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Ich hoffe, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.